Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Kochduell. Heute meine Wenigkeit, der Thorsten und der Ernest Ryder. Wir zusammen kreieren hier sogenannte Gerichte, die wir jetzt einfach mal zubereiten werden. Ganz schnell, ganz frisch und ganz feurig. Also, wir haben hier zum Beispiel den sogenannten Lümmel, dann eine glidiert in einer Summe von 2. Wir haben dann eine Zucchini, die ist ein bisschen fett geworden, die werden wir noch abwaschen und dann schauen, was wir damit machen. Wir haben eine Rotte, eine K. Mal gucken, was uns über den Weg läuft. Dann haben wir noch eine Papp in grün, aber wir haben eine Papp in gelb auch noch. Und dann haben wir noch eine Papp in gelb auch noch. Und dann haben wir noch den So-Mais. Und dann haben wir noch eine Papp in grün. Hallo Tron, ich bin's nochmal. Ich bräuchte bitte von dir eine Audio, in der du so Mais sagst. Oder kannst du was schreien? Oder, naja, so ein Werbespruch sollte das sein. Oh mein Gott, so Mais, endlich habe ich ihn. So Mais, so nice mit Eis, nur heute im Old Spice. Haha, so Mais hat das Spice, was du benötigst. So Mais, auch wenn du nicht weißt, was du werden möchtest, so Mais kannst du immer werden und so wird immer an deiner Seite stehen. Dann haben wir eine ganz tolle Spezialität vorbereitet, nämlich den BEO. Ja, wir werden nämlich uns ein paar Würstchen reinzimmern, wir werden diese Maltetieren verkleinern und subtrahieren und dann sehen, was daraus... Oh, hoher Eiweißgehalt. Da muss man Vorsicht walten. Das Ganze werden wir dann kombinieren mit dem sogenannten Blättteig und einem Wüpp. Und für die Soße natürlich haben wir noch einige Zutaten wie den Jo und den Gurt. Und dann entsteht ein Burrito aus vielen verschiedenen Zutaten. Ja, das heißt, wir werden jetzt maltetieren, wir werden es ein wenig vorspulen. Ja. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way. Nun kommen wir zur Zubereitung und dafür nehmen wir unseren schmackhaften Schmierleschmanz, den wir hier anbereitet haben, und verteilen ihn erstmal hier wunderschön über diese ganze Fläche. Danach werden wir uns bedienen bei unserer Pfanne. Ich mache das jetzt mal wie die Hausfrau aus dem alten Rom. Verteilen wir hier auch unser nützliches Gemüse darüber. Schauen, dass wir nicht zu viel nehmen, weil gesund soll es ja auch nicht sein. Dann sieht es doch schon wunderbar aus. Zu guter Erst kommt jetzt hier noch der angebritzelte Tofu drauf. Verteilen wir auch wunderschön hier ein bisschen. Das sieht mir schon nach einem wunderbaren Tofu aus. Tofu, Pavi,
Dafür falten wir jetzt hier von unten herauf, drücken ein wenig dagegen, falten nach drüben und wieder zurück und drücken das Ganze schön fest. Und jetzt haben wir einen erotischen Tofu. Ernsti? Wir vermissen dich. Ja. Ja, ich bin überwältigt von diesem Geschmackserlebnis. Muss aber dazu sagen, von meiner Kochkunst bin ich auch einfach überzeugt. Jetzt fragen wir mal John, was er dazu sagt. Hey John,